In diesem Video geht es um dieses Hotel, in dem wir gerade sind. Das ist das Seaden Quality Resort and Spa. Bevor wir richtig mit dem Video starten, unten gibt es so eine Leiste mit den Kapiteln. Also Kapitel 1 Essen, Kapitel 2 und so weiter. Da könnt ihr direkt zu dem Punkt springen, wo ihr hin wollt. Und ganz am Ende gibt es auch so ein kleines Video, wo wir eine kleine Roomtour machen von diesem Deluxe-Zimmer, was wir jetzt haben. Wir, also ich und meine Frau, sind hier jetzt zu den Flitterwochen. Ja, also Gesamteindruck vom Hotel. Wir können auf jeden Fall sagen, das Hotel hat uns gut bis sehr gut gefallen. Und noch eine kleine Randinfo, wir waren von Anfang bis Mitte Juni hier. Das heißt außerhalb der Sommerzeiten. Es war jetzt nicht so voll mit den Personen, die hier waren. Auch nur 1, 2 Schüler. Also dazu auch nochmal, hier waren wirklich kaum Kinder. Das heißt, wenn jemand einen großen Wert darauf legt, nicht von Kindern gestört zu werden, also es kommt ja auch immer drauf an, den einen stört es, den anderen nicht. Ja, jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, also zur allgemeinen Hotelanlage, was wir dazu sagen können. Einmal einen kurzen Einblick. Wir sind morgens angekommen, beziehungsweise mittags. Wir sollten eigentlich morgens ankommen, sind aber mittags angekommen. Ja, wir wurden sehr freundlich empfangen. Die wussten, dass das unsere Flitterwochen waren und wir wurden dann erstmal mit einem Orangensaft empfangen, ganz schönen Sektgläser. Dann durften wir erstmal, bevor wir irgendwie in die Räume gegangen sind, also haben die erstmal gesagt, geht erstmal essen. Das heißt, wir durften direkt Mittagessen gehen, wurde uns einmal kurz erklärt, wo das genau ist. Sind da hingegangen und durften dann direkt Mittagessen. Und nach dem Mittagessen durften wir direkt wieder hochgehen und dann wurde uns unser Zimmer gezeigt und alles, aber darauf werden wir erst später eingehen. Genau, dann also der allgemeine Stil vom Hotel würde ich eher sagen modern. Also ich kenne das sonst von Türkei-Hotels so, dass die alle sehr gigantisch sind und sehr königlich aussehen, so richtig dick. Du guckst hoch und du siehst fast nicht die Wand, den Dach, weil das so hoch ist. Kommen wir nun zu der Poolanlage. Es gibt eigentlich 2 Pools, 3 Pools. Einen inneren, also Indoor-Pool, sehr klein, also nicht ultra klein, aber da passen 30 Leute rein, maximal, und das wäre überfüllt. Dann gibt es noch einen kleinen, der war innen, und außen gibt es 2. Einmal für kleine Kinder, so ein Planschbecken mit kleinen Babyrutschen und ein paar Wasserspielsachen und einen ganz großen Pool. Also der ist so wie eine 8, aber halt komplett ausgefüllt, so ungefähr geformt. Ja, es gibt keine Rutschen, das zur Info. In dem Wasser gibt es ein paar Liegen. In dem Wasser gibt es so ein bisschen Whirlpool in so einer kleinen Stelle. In dem Wasser, das Wasser an sich ist maximal 1,40 Meter. Was noch zum Wasser zu sagen ist, da ist noch eine Poolbar. Also du sitzt sozusagen auf solchen Stühlen im Wasser und kannst von da halt ein paar Getränke bestellen. In dem Hotel ist ebenfalls der Spa-Bereich. Der ist auch ganz unten. Da kannst du hingehen und kostenlos in dieses türkische Bad gehen. Aber dort kannst du auch die Handtücher anfordern. Dort kannst du auch eine Massage anfordern. Dort gibt es auch eine Sauna, ein Steamraum, sowas wie eine Sauna, aber ohne Holz, einfach nur mit Fliesen sozusagen. 2 Duschen sind da auch. Aber das Ding ist, wenn du unten reinkommst, dann versuchen die dir alles Mögliche anzudrehen. Wenn du ein Handtuch abholen willst, dann versuchen die dir Massage für 60 Euro anzudrehen. Wenn du einfach nur in dieses türkische Bad gehen möchtest, versuchen die dir auch wieder 60 Euro dir was anzudrehen, und das ist ein bisschen nervig. Du gehst dahin, du willst eigentlich nur deine Handtücher und das war's, aber die drängen dich die ganze Zeit dazu, irgendwas zu kaufen. Ja, andere Einrichtungen, Fitnessstudio gab es auch. War nicht klein, war, ich denke, normal für ein Hotel. Also wenn du auf jeden Fall ganz unten bist, da ist dieser Wellnessbereich, da ist das Fitnessstudio, da ist der Indoor-Pool, da ist auch ein kleiner Club und da sind auch kleine Shops, also so in dem Hotel selber. Weil es gibt ja auch Shops außerhalb vom Hotel, und im Hotel gab es auch ein paar kleine Shops mit Brillen, ein paar Anziehsachen. Es gibt ja auch einen kleinen Raum mit einem Billardtisch, mit 2 Billardtischen, einem Kicker und einem Tischtennis. Und da sind auch ein paar Gesellschaftsspiele. Ich glaube auch Rummy ist da, ich glaube auch Schach haben wir gesehen. Ja. So, kommen wir zum dritten Punkt, nämlich die Zimmer.
Also hier muss man noch einmal sagen, wie wir es davor schon gesagt haben, wir hatten kein normales Zimmer, sondern wir hatten das Deluxe-Zimmer. Das hatten wir extra halt geholt wegen unseren Flitterwochen. Deswegen haben die das auch alles schön dekoriert. Unser Zimmer war sehr geräumig, da gibt's alles. Da war ein schönes rundes Bett, ja, wo man direkt aufs Meer rausguckt. Dann haben wir ganz normal am Badezimmer alles gehabt. Ja, aber dazu sagen wir auch gleich noch mal was. Ja, unser Highlight war auf jeden Fall unser Jacuzzi auf dem Balkon. Abends dann im Jacuzzi liegen und den Sonnenuntergang angucken, ist auf jeden Fall schon echt ein Highlight, was man nicht so schnell vergisst. Ich kann euch auf jeden Fall empfehlen, ich weiß jetzt nicht genau, wie viel Euro wir mehr gezahlt haben, bestimmt 500 Euro mehr, die wir jetzt für dieses Zimmer gezahlt haben, aber ich bereue es auch nicht und wenn es vor allem ein besonderer Urlaub werden soll, empfehle ich euch auf jeden Fall, das Geld dazu zu zahlen und dann ja, das Zimmer zu haben. Vielleicht noch zum Bett. Da ist es vielleicht nicht jedermanns Geschmack, dass man nur eine große Decke hat. Ich denke, man könnte das auch anfordern, eine zweite zu machen. Haben wir jetzt nicht gemacht, aber das sollte man vielleicht auch im Hinterkopf haben. Und noch eine Sache, was nicht so gut an dem Zimmer ist, man ist direkt an der, wo die ganzen, wie heißt das? Shows. Genau, die ganzen Abendshows, das Abendprogramm ist. Uns hat es nicht gestört, weil ab 0 Uhr sind die eh leise. Oder sehr ruhig, dass du es nicht mehr hast oder gar nicht mehr da. Vorher ist es halt laut, wenn du im Jacuzzi bist, du hörst alles. Wenn es dich stört, ist das doof, weil vielleicht willst du ja komplett deine Ruhe haben, dann hörst du die ganze Zeit im Hintergrund irgendeine Musik. Ist vielleicht nicht jedermanns Geschmack. Und ansonsten zum Thema Zimmer, und das Hotel heißt ja Ultra All Inclusive oder das, was wir gebucht haben. Aber ich glaube, das hat hier jeder. Das heißt, du hast alles. Du brauchst nicht mal deine Zahnbürste mitnehmen. Du kriegst hier sogar eine. Hier ist ein Föhn, aber das ist Standard. Alle möglichen Seifen, alles Mögliche. Du brauchst nicht mal eine Strandtasche mitnehmen, weil hier ist sogar eine Strandtasche. Was du mitnehmen musst, eigentlich nur deine Kleidung und das war's. So, als nächstes kommen wir zum Strand. Also zur Lage, es ist super nah. Also direkt am Hotel. Gibt es nicht mal 2 Minuten Fußweg, nicht mal. Ich komme jetzt zum Wasser. Also sauber ist eigentlich klassisch, wie man so Türkei-Urlauber kennt. Das heißt, morgens ist es sehr sauber und ruhig und kühl und dann ab mittags wird es wärmer, aber dann mit Algen auch, aber so wie man das halt kennt. Bisschen unruhiger, aber dafür warm. Vielleicht zum Strand an sich vom Hotel. Dieses Hotel hat keinen guten Strand. Das ist, liegt daran... Kein gutes Meer. Oder kein gutes Meer, genau. Der Strand und die ganzen Liegen und so, das ist alles super. Aber das Meer mit dem Wasser ist nicht gut. Weil du kommst in dieses Wasser, der Sand ist okay, nicht sehr gut, ist okay. Nicht gut, ist okay. Aber das Ding ist, das Abteil von dem Hotel, da sind auch Felsen. Also was heißt Felsen? Das sind halt größere Steinbrocken im Wasser. Die sind schon oft verteilt. Wenn du dich dran stößt, kann es wehtun. Aber wenn wir vom Balkon aus auch auf die anderen Hotels gucken, hier ist alles in der Umgebung mehr oder weniger felsig. Ja, also wer einen großen Wert darauf legt, ein gutes Meer zu haben, wo man sich wirklich einfach zurücklegen kann, entspannen kann, dem kann ich das hier nicht empfehlen. Es gibt ja so Leute, die gehen morgens 1 Stunde ins Meer, dann gehen die mittags 1 Stunde ins Meer, um einfach ein bisschen zu quatschen oder so. Hier kann man das echt nicht machen, hier muss man richtig aufpassen, weil wenn ich jetzt hier stehe, in einem Umkreis von 1 Meter sind 3-mal irgendwelche Steine und das sind halt nicht solche Steine, das sind schon solche Steine und teilweise auch wirklich fast kniehoch. Deswegen, das war schon echt sehr schade, weil ich eigentlich so ein Mensch bin, ich bin gerne im Meer. Ja, jetzt waren wir halt oft auf dem Zimmer, weil wir jetzt auch noch einen Jacuzzi hatten, da waren wir dann auch oft, aber sonst so in einem anderen Urlaub, wenn das jetzt nächstes Jahr wäre oder so, dann würde mich das schon extrem stören, weil man das einfach gar nicht genießen kann. Du hast sogar teilweise Angst einfach zu tauchen, weil du Angst hast, dass du auf einmal irgend so einen Stein in dein Gesicht bekommst. Ja, also nochmal ganz wichtig, der Strand an sich war sehr gut, die Liegen waren gut, es war immer etwas frei, wobei es vielleicht oder wahrscheinlich auch daran liegt, dass wir jetzt Anfang Juni waren, da waren jetzt noch keine Sommerferien,
aber trotzdem war immer irgendwas frei. Das war auf jeden Fall super gut, halt wie gesagt nur das Meer, das Wasser und die Steine da drin. Ja, Wassersportaktivitäten gibt es auch da, die sind wahrscheinlich nicht vom Hotel, die mieten sich da einen Ort direkt neben unserem Punkt sozusagen. Kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich Essen und Trinken. Ist ja auch ein sehr wichtiger Punkt. Ja, Restaurants gibt es mehrere. Es gibt aber das ganz klassische, wo man Frühstück, Mittags- und Abendessen isst. Dann gibt es auch noch... Also das Buffet. Ja, das also Buffet. Das eine Buffet halt. Ja. Dann gibt es 3 à la carte Restaurants, dann gibt es noch so ein Fastfood-Imbissladen und dann noch eine, das heißt jetzt Rockerbar, aber das ist quasi dieses Strandessen, was gemeint ist. Ja, und dann ansonsten gibt es auch noch ist das wie so ein Café, wo man sich auch hinsetzen kann. Da kannst du Eis kaufen oder auch Kuchen, Muffins oder auch Baklava und ganz klassisch Tee, Latte Macchiato und alles. Ja. Beim Frühstück ist es so, eigentlich gibt es da nur dieses Hauptbuffet. Super viel Auswahl, wirklich. Da gibt es Omelettes, alles Mögliche. Für jeden Geschmack ist da auf jeden Fall was dabei. Genau, beim Mittagessen ist es halt anders, es ist halt Mittagessen, nicht so viele Brötchen, nicht so viel Omelette, nicht so viel Cornflakes, sondern halt ganz klassisches Mittagessen und eher so nicht in eine Richtung. Abends ist es eher so diesen Themenabend, aber mittags ist es eher so international, in dem Hauptbuffet. Zu den Snacks kann man sagen, also es gibt super viele Käsesorten, aber wenn es etwas mehr gibt, dann auf jeden Fall Kuchen und Muffins und irgendwelche anderen Desserts. Also da stehen locker 15 verschiedene... Ach, 30. Super viel. Okay, 30 verschiedene Kuchen, die wirklich solche Kuchen sind, die man eigentlich zum Geburtstag kauft. Also das sind wirklich richtig sehr... Torten, so. Ja, wirklich, das sind keine Kuchen, das sind Torten. Aber es gibt auch kleine Küchlein und es gibt Muffins und vor allem natürlich super viel Baklava. Also eine riesige Auswahl an Baklava. Ich glaube, da sind immer 5, 6 verschiedene Sorten und die schmecken so gut, die sind so saftig. Also wirklich, wenn ihr das nicht mögt oder noch nicht probiert habt, ihr müsst es probieren. Da schmeckt es wirklich, das kann man nicht vergleichen mit dem Baklava, was man in Deutschland kaufen kann. Also Bars gibt es sehr viele, die gibt es eigentlich fast an jeder Ecke. Also das heißt, wenn man etwas möchte, muss man nie weit laufen, wobei es sowieso gebracht wird, aber dazu gleich. Zimmerservice, die Putzfrauen, die putzen jeden Tag hier, außer man möchte es nicht. Da kannst du auf einen Knopf drücken, dass die nicht kommen sollen. Aber ansonsten kommen die immer, das Bett wird jeden Tag neu bezogen. Handtücher werden gewechselt, Shampooflaschen werden aufgefüllt. Also wirklich sehr, sehr gut. Die sind auch echt schnell hier. Also wichtig zum Zimmerservice: wenn ihr eure Flitterwochen hier machen solltet, dann sagt es auf jeden Fall. Meldet euch schon vorher, vielleicht 2 Wochen vor der Ankunft hier und sagt, dass das die Flitterwochen sind, weil erstmal die dekorieren das dann schön, dann kriegt ihr ein extra gutes Zimmer auch. Wir haben jetzt genau das in der Mitte bekommen und was auch echt gut war, eigentlich kostet das halt 30 €, ist halt, dass man einmal kostenlos als Flitterwochenpaar Frühstück aufs Zimmer bekommt. Wir haben einen 3-stöckigen Wagen bekommen und da ist halt von diesem riesigen Frühstücksbuffet haben die alles da drauf gemacht. Das heißt, da war wieder alles dabei und ansonsten eine riesige Auswahl. Das kostet, wie gesagt, eigentlich 30 €. Wir haben es aber gratis bekommen und ich meine, wenn es schon gratis ist, dann kann man das einmal mitnehmen. Zum Service. Das ist jetzt der nächste Punkt, den wir anschneiden. Der Service, also die Mitarbeiter, alle ultra schnell. Du setzt dich hin, je nachdem wo du sitzt. Wenn du jetzt am Strand bist, dauert es ein bisschen länger, bis die Mitarbeiter kommen. Aber die ganze Zeit ultra schnell. Die Leute kommen, wollen direkt entweder à la carte Restaurants, du kriegst direkt was hier, was willst du trinken, was willst du essen. Du musst jetzt nicht eine halbe Stunde warten, bis jemand kommt, bis jemand frei wird. Da sind immer genug Mitarbeiter, immer genug Leute, die sich halt um uns als Kunden halt kümmern. Ja, sehr freundliche Rezeption. Restaurant auch sehr, sehr lieb, sehr freundlich, alle bringen sehr schnell was. Am Strand sowieso. Ja, Sprachkenntnisse. Also die Mitarbeiter können alle Deutsch, das auf jeden Fall. Englisch kann hapern und Russisch klappt auch sehr gut.
Also Deutsch und Russisch, da ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Ja, kommen wir zum nächsten Punkt, Unterhaltung und Aktivitäten. Das ist jetzt etwas, was uns persönlich nicht so angesprochen hat, weil wir brauchen das nicht, aber vielleicht interessiert das ja jemanden. Ich halte mich kurz, und zwar gibt es jeden Abend eine Show. Die wechselt dann immer, mal ist es ein Karaoke-Abend oder mal ist es eine Tanzshow. Davor gibt es immer einen Miniclub, wo dann für die kleinen Kinder gesungen wird und dann tanzen die alle zusammen. Und die Kellner laufen da rum und bedienen einen. Ansonsten die Animateure, die sind sehr aktiv. Ich glaube, jede Stunde läuft irgendwas. Morgens wird dann auch schon Boccia gespielt und die motivieren auch einen richtig immer, dass man mitmacht. Dann gibt es jeden Tag Fitness im Wasser mit wirklich so Hanteln, die extra fürs Wasser sind oder Trampoline im Wasser. Und da kann jeder teilnehmen gratis und ist auf jeden Fall schon echt gut, eigentlich, wenn man sich darauf einlässt, wenn man mitmacht. Es macht auf jeden Fall Spaß. Als nächste Überschrift haben wir Umgebung und Lage. Als erste Entfernung zur Innenstadt von Siede oder halt Einkaufsmöglichkeiten. Vom Hotel bis zur richtig, wo es startet, sind es ungefähr 5 Minuten. Dann muss man so eine kleine Kurve laufen, dann ist man schon da. Ich glaube, zum richtigen Center von Siede, wo auch ein Bazar ist, der auch jeden Samstag wohl da ist, sind es 3 Kilometer. Das heißt, hier sind auch überall Busse. Also wenn du für diese 5 Minuten gelaufen bist, das ist alles. Taxi, Bus, überall könntest du irgendwo hingehen. Da sind so viele Einkaufsmöglichkeiten. Kommen wir dann zum vorletzten Punkt, Preis-Leistungs-Verhältnis. Wir waren für 11 Tage im Urlaub, 11 volle Tage, das heißt, wir sind früh angekommen und reisen spät ab. Ja, für 11 volle Tage haben wir mit dem Deluxe-Zimmer hier und halt mit dem Transport und alles. Und dem Flug, Transfer und alle möglichen. Ja, 3.800 gezahlt. Wir haben jetzt auch noch dieses extra Zimmer dazu gebucht. Das war halt auch noch teurer und alles. Vor allem die Preise sind jetzt auch noch angestiegen. Ich will gar nicht wissen, wie teuer nächstes Jahr alles wird. Ja, aber ich denke, für den Preis könnte da noch ein bisschen mehr kommen. Also wenn man schon aufgerundet 4.000 Euro zahlt, ja, müsste da schon wirklich etwas mehr kommen oder man müsste etwas weniger zahlen. Jetzt vielleicht nicht so viel mehr. So, kommen wir zum letzten Punkt, Fazit und Zusammenfassung. Wenn ich jetzt alles betrachten müsste, nicht nur das Hotel, sondern wirklich alles, was wir gerade gesagt haben, würde ich sagen, ich empfehle das Hotel auf jeden Fall weiter. Ich war jetzt in sehr vielen Hotels schon und nirgendwo war bisher der Service so gut wie hier und das sticht halt wirklich sehr raus. Das heißt, die waren wirklich super schnell und sehr freundlich. Ich kenne das halt auch oft so, dass manchmal die Mitarbeiter ein bisschen genervt sind und ein bisschen schlechte Laune haben und manchmal auch irgendwie so teilweise eklig sind und einen so anmachen oder so. Aber hier war wirklich alles super, das Zimmer war top. Der Pool, den fand ich auch sehr cool, vor allem dieser Poolbar, dass man so sitzen kann im Wasser. Das war echt wirklich ein Highlight, fand ich auch. Die Shop-Möglichkeiten, was man hier alles kaufen kann, das war wirklich gigantisch, beide Straßenseiten voll und also nehmt euch auf jeden Fall viel Taschengeld mit. Nehmt wirklich sehr viel Taschengeld mit, besser zu viel als zu wenig. Genau, also ich kann sagen, ich empfehle das Hotel auf jeden Fall weiter, vor allem für Paare, für Familien, so mit Kindern und so, weiß ich nicht, weil hier gibt es halt keine Wasserrutschen und alles, deswegen für einen Familienurlaub, so mit Kindern, würde ich das Hotel eher nicht weiterempfehlen. Ich finde, das Hotel ist eher so für Paare wirklich sehr gut. Ich finde, das ist auch für Paare, das ist nichts, wo du jetzt mit deinen 3 Kindern hier hinkommst und hoffst, so einen coolen Urlaub zu haben mit Rutschen, das gibt es nicht. Das ist halt wahrscheinlich auch so. Deswegen ist es auch wahrscheinlich teurer, dass hier nur Paare hinkommen und nicht ganze Familienscharen. Ja, und ich glaube, das ist auch extra so, weil beim Essen gibt es so wenig für die Kinder. So eine mini Kinderabteilung. Das ist vielleicht extra. Für Leute, also ich empfehle es für Paare, für Familien empfehle ich es nicht. Für Strandmenschen empfehle ich es nicht. Für Poolmenschen empfehle ich es. Und für Leute, denen es egal ist. Für die empfehle ich es auch. Wie viele Sterne würdest du dem Ganzen geben? Bis zu 6. 1 bis 6 Sterne. Ich würde von 6 Sternen würde ich dem Ganzen 5 Sterne geben.
Für mich gibt es einfach extrem viele positive Sachen und wenige negative Sachen. Deswegen würde ich dem Ganzen 5 von 6 Sternen geben. Ja, ich würde dem Ganzen 4,5 von 6 Sternen geben. Ein bisschen habe ich was zu bemängeln, aber an sich fast 5 Sterne. Okay, sind wir nun am Ende angelangt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Entschuldigt, wenn wir ein bisschen zu viel geredet haben. Wir haben es versucht, so ausführlich wie möglich zu machen, damit ihr komplett Bescheid wisst. Und ja, und wie am Anfang schon erwähnt, könnt ihr also jetzt gleich dranbleiben, nachdem wir uns verabschiedet haben. Da gibt es ja eine kleine Roomtour und da könnt ihr, falls euch das näher interessiert, euch einmal anschauen, wie dieses Deluxe-Zimmer aussieht, wie die Aussicht ist und alles. Ja, also bleibt dran. Und noch wichtig, wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare. Wir versuchen das wirklich so schnell wie möglich zu beantworten, wenn jemand in dieses Hotel möchte. Ansonsten, Like nicht vergessen, abonnieren und schaut auch gerne unsere anderen Videos. Ciao, ciao. Tschüss. Hallo. Hier ist unser Hotelzimmer für die Flitterwochen. Komm mit. Hier ist das Bettchen, haben die schön gemacht. Da sind sogar Schlafmasken, da hinten in der Ecke. Hier an der Seite haben wir einen Schminktisch, einen Fernseher, eine Minibar, die immer aufgefüllt wird. Mit Pilsen, Junge. So, komm mal mit ins Badezimmer. Hier ist eine Couch. Hier kann man telefonieren, wenn man auf Klo ist. Hier sind so Handtücher und so ein Zeug und Bettwäsche noch mehr. Hier ist die Dusche. Zack. Nicht nach außen filmen, nicht nach außen filmen. Komm mit. Zack. So. Dann kommen wir hier zum Highlight, ne? Der Balkon. Mit einem schönen Whirlpool.